in Kürze verfügbare Features ausprobieren. Diese neue Funktion für Office Desktop Apps soll uns helfen, uns vorab an Features zu gewöhnen und Microsoft ein Feedback zu geben. Den Start machen die Designanpassungen an Windows 11, die auch für Windows 10 User zur Verfügung stehen. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Einige von euch haben es schon, dieses Megafon hier rechts oben im Eck, mit dem Microsoft demnächst erscheinende Funktionen ankündigt. Andere werden es demnächst bekommen. Manche von euch haben es vielleicht schon, ohne es gemerkt zu haben. Da kam mal so eine Sprechblase und da stand dann drin, jetzt ausprobieren oder jetzt nicht. Und je nachdem, worauf ihr geklickt habt, verwendet ihr das gerade. Ich zeige euch mal, wie ihr das jetzt nachträglich aus- und einschalten könnt. Im Moment geht es noch und welche Veränderungen im Moment mit dem neuen Design der Office Desktop Apps hier eingesetzt worden sind. Ich klicke mal auf das Megafon, dann heißt es in Kürze verfügbar und das, was bald verfügbar ist, ist der neue Look, den wir hier angepriesen bekommen und es soll hier 4 Änderungen geben, die wir uns gleich anschauen wollen. Wenn ihr den neuen Look ein- oder ausschalten wollt, macht ihr das hier über diesen Schalter im Moment und dann müsst ihr die entsprechende Office-Anwendung neu starten. Es gilt dann für alle Office-Anwendungen, die ihr im Einsatz habt. Bei mir ist es jetzt im Moment eingeschaltet und hier heißt es als erstes, eine Änderung ist einfache, intuitive und nahtlose Erfahrung in allen Ihren Office-Apps. Das soll einfach heißen, dass es einheitlich und anders ist. Was ist anders? Ihr seht zum Beispiel, hier habt ihr jetzt so abgerundete Ecken und hier oben habt ihr einen grauen Hintergrundbereich und erstmal nicht mehr farbig. Das kann man zwar dann umstellen, aber es gibt so ein paar, ich sage mal, grafische Änderungen, die ihr da habt. Das zweite ist das anpassbare Menüband. Und manche von euch werden sich jetzt vielleicht denken, anpassbares Menüband, na, das hatten wir doch schon immer. Ja, so ist es, das hatten wir schon immer. Es ist nur eine kleine Änderung. Ich mache mal einen Rechtsklick in das Menüband. Und das, was jetzt neu ist, ist die Symbolleiste für den Schnellzugriff verbergen. Also hier oben die Symbolleiste für den Schnellzugriff verbergen oder anzeigen. Das ging früher nicht. Und es gibt noch eine zweite Änderung, die ich eher ein bisschen unpraktisch finde. Früher hat man hier oben über ein Symbol ein- und ausgeschaltet, ob man das Menüband dauerhaft sehen will oder nicht. Das macht man jetzt hier an dieser Stelle über dieses Symbol und kann jetzt hier sagen, ich möchte nur die Registerkarten anzeigen. Dann wird das Menüband ausgeblendet und das kann man jetzt an dieser Stelle auch nicht zurücksetzen, sondern man muss irgendein Menüband auswählen durch Anklicken des Menüs und jetzt könnt ihr hier unten rechts über das Symbol Menüband anzeigen, das Menüband wieder fest anzeigen. Also einige Änderungen am Menüband, aber nicht so besonders groß. Das dritte sind die Office Designs und da sieht es jetzt vielleicht ein bisschen anders aus erstmal. Ich persönlich finde es unangenehm, dass hier oben die Farbe der Office-Software nicht mehr zu sehen ist. Also ich zeige euch das mal hier in Word. Das wäre also jetzt Word und das ist OneNote. Die Idee dahinter ist, denke ich, dass wir weniger in Zukunft mit Software arbeiten sollen, sondern eher einen bestimmten Anwendungsfall umsetzen. Das finde ich persönlich grundsätzlich auch gut. Aber ich hänge eben noch an der Farbe und deshalb zeige ich euch kurz, wie man die wieder einstellen kann. Über Dateikonto konnte man schon immer und kann man auch weiterhin das sogenannte Office Design einstellen und wenn da Systemeinstellungen verwenden steht, dann orientiert es sich an Windows und wenn ihr hier aber zum Beispiel einstellt bunt, dann habt ihr wieder eine sehr ähnliche Darstellung, wie ihr das bisher hattet. Also Office Designs über Dateikonto und hier Office Design einstellen. Und dann gibt es hier noch eine Änderung, teilen Sie Ihre Arbeit und arbeiten Sie in Echtzeit mit anderen zusammen. Ich würde sagen, das ging schon immer und ich habe auch keine Unterschiede festgestellt. Hier in OneNote sieht man das gar nicht richtig, aber wenn man sich das mal in Word anschaut, dann geht es um dieses Teilen und an diesem Dialog hat sich bei mir zumindest nichts verändert. Bin mal neugierig, vielleicht fällt mir noch irgendwann was auf. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare unten, ob ihr schon diesen neuen Look habt und was euch noch an Änderungen aufgefallen ist, die ich vielleicht jetzt übersehen habe. Ansonsten, ich freue mich immer über einen Daumen hoch
Und wenn ihr den Kanal abonniert, und eure Fragen sind natürlich immer herzlich willkommen in die Kommentare, ich beantworte euch die gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.